Es geht um nichts Geringeres als die Meisterschale, das Fernduell zwischen dem MSV Duisburg, heute hier in Wolfsburg, und dem FC Bayern, die zu Hause gegen Eintracht Frankfurt spielen. Also es geht um ganz, ganz viel heute. Heute entscheidet sich die Meisterschaft. Mit einem Sieg sind wir Meister, sicher. Mit einem Remis nicht, weil da müssen wir hoffen, dass die Bayern nicht 6-7-0 die Eintracht abschießt. Bei einer Niederlage wird schon kritisch. Da müssen wir dann auf die Eintracht hoffen, weil mit einem Sieg werden die Bayern dann deutscher Meister. Also, eine ganz einfache Rechnung. Wir gewinnen einfach hier selber unser Spiel. Und starten schon mal rein mit einem Alu-Treffer von Rice. Haben dann noch ein Champions-League-Finale gegen Barcelona. Also, wir haben jetzt 2 Spiele, wo wir 2 Titel holen können. Wir können aber auch 2 Titel verlieren. Und ich hoffe einfach, dass wir zumindest heute jetzt die Meisterschaft holen, weil über eine ganze Saison lang haben wir schon richtig gut gespielt. Das hätten wir uns auch wirklich verdient. Aber du musst am letzten Spieltag ganz oben stehen. Ja? Es zeigt sich immer wieder, du kannst noch so gut spielen. Wir hatten gute Phasen, wir hatten schlechte Phasen in der Saison. Aber du musst am Ende der Saison oben stehen. Und Rice, unser Kapitän, eröffnet diesen Meisterschaftskampf am letzten Spieltag. 4. Saisontor, 9. Minute. Und das ist natürlich ein Traumstart. Ich habe ja auch gesagt, im Idealfall gehen wir hier nach 5 Minuten in Führung. Jetzt sind es 9 Minuten geworden und Rice lupft den über Ederson hinweg ins Tor. Ah, der steht auch irgendwie ein bisschen schlecht. Den hätte ich gar nicht lupfen brauchen. Den hätte ich auch normal schießen können, aber es ist ja egal. Das 1:0. Und Stand jetzt ist der Meidericher SV deutscher Meister. Da können die Bayern 6-7-0 gewinnen, wenn sie wollen. Aber es ist noch zu lange zu spielen. Aber die Führung ist erstmal gut. Und auch so früh in der Begegnung. Ich weiß nicht, ob wir das Ergebnis kriegen von dem Bayern-Spiel. Ich werde ab und zu mal nach oben rechts schielen. Oder ob heute gar kein Ergebnis mehr eingeblendet wird. Und im schlimmsten Fall sehen wir es ja am Ende, wenn der Schiri dann abgepfiffen hat. Anhand der Feierlichkeiten, die es dann hoffentlich geben wird. Oh, Kusiasare. Hat dann auch immer besser reingefunden. Auch ein absoluter Torjäger, Goalgetter. Auch ein Muss quasi für jede Mannschaft, die oben mitspielen will. Und wenn ihr euch den frühzeitig holt, bezahlt er auch nicht so viel Kohle. Und ihr habt einen Spieler mit mega viel und hohem Entwicklungspotenzial. Aber die Wolfsburger kommen über Gregersen. Das ist der mit dem unechten Gesicht. Da weiß ich nie so, wie die drauf sind. Aber sie gut geklärt. Und dann der Gegenkonter. Karl. Oh, der ist, glaube ich, zu lang. Oder kriegt den von der Hitz. Wo ist er denn? Da kommt da. Lauf. Ja, immerhin den Eckball. Jawohl. Beste, was wir machen können. Nochmal was zum Potenzial. Das soll ja in FC 27 auch ein bisschen anders sein. Also wenn wir Spieler scouten, dann ist nicht das Potenzial entscheidend, sondern quasi die Saison, wie sie gespielt haben. Das heißt, du kannst quasi, sagen wir mal, du hast einen Spieler aus der 3. Liga, der richtig gut gespielt hat, ist Torschützenkönig geworden, dann zählt das mehr als das Potenzial. Schauen wir mal, wie sich das dann auswirkt. Also Eckball. Karl, Avasir. Von der Hitz. Nochmal Karl. Hinten ist Kusiasare. Ah, der kommt aber nicht ran. Warum nicht? Der war viel besser positioniert. So, erstmal Baller nehmen, gucken. Und dann geht's rein. In den Doppelpass. Kusiasare, Cobain. Ja, die Bayern gehen in Führung. Also, die Bayern machen ihre Hausaufgaben. 1:0. Bonny, da der Torschütze für die Bayern. Das heißt, wir sind gewarnt. Wir wären jetzt auch noch mit einem Unentschieden deutscher Meister. Aufgrund des besseren Torverhältnisses. Aber mit einer Niederlage wäre jetzt Bayern Meister. Deswegen spielen wir weiterhin auf Sieg. Weiterhin nach vorne, gar nicht hinten einigeln lassen. Und ich glaube, Wolfsburg spielt mit einem breiten 4-2-4. Ne? Die ziehen das wirklich durch. Alles auf Offensive. Die haben hier, und die kämpfen um die Euroleague. Stimmt, die haben sie noch nicht sicher. Die kämpfen auch noch um die Euroleague. Und solange die so spielen und auch hintenrum, das spielt alles für uns. Das spielt uns alles in die Karten. Ball weg vom eigenen Tor, da kann nichts passieren. Ja, die wissen nicht wohin. Die wissen nicht wohin und wir pressen. Die kommen aber leider nicht ran. Dann wird der Ball geklärt und Avasir, den holt er sich. Jawohl. Also, es ist ein Spiel wie für uns gemacht. Ein Spiel, dazu scheint die Sonne. Herrliche Temperaturen, 25 bis 30 Grad. Da schmeckt dann auch das Bier hinterher. Die Bierdusche wird schön kleben. Aber es ist noch nicht geschafft. Brandau gegen Lennart Karl.
Kommt ran, Karl müsste hinterlaufen. Schade, kommt nicht ran. Rice von weit, nee, da nehmen wir Mensah mit. Auch der eine überragende Saison. Auch der würde sich nochmal weiterentwickeln. Wölfi versucht alles. Also wir hätten viele, viele Spieler, die wir, glaube ich, dann verkaufen müssten. Mal gucken, Mensah, Pfeiffer ist auch schon seit 3 Jahren mit dabei, aber Siem, der würde bleiben, glaube ich. Lennart Karl, je nachdem. Bei Ott müsste man auch gucken, je nachdem, was da für Angebote reinkommen. Oh, Karl hatte noch vor dem Aus. Fährt ein bisschen Ski hier, ein bisschen Slalom, bringt dann die Flanke. Hitz ist da. Und es gibt den Abschluss. Also es ist momentan so ein bisschen verflacht. Das ist aber auch okay, wenn es mal eine ruhigere Phase in dem Spiel gibt. Es spielt alles für uns. Wir führen mit 1:0. Die Bayern führen zwar auch, aber das ist egal. Das würde uns trotzdem zum deutschen Meister machen. Oh, Abdulhamid, was ist das für einer hier? Hat den Fußball neu erfunden oder was? Abdulhamid. Und Gregersen. Den kann ich nicht einschätzen. Achtung, Amura ist frei. Pfeiffer, oh, aber Siem kommt nicht ran. Und Braune, natürlich. Auch er bezeichnet für eine Saison. Ja, wo vieles auch gut ging. Hier der Schuss ins Kurzeck und dann ist er unten, hat eine super Reaktionszeit, super Keeper. Also nochmal, für mich, auch wenn wir jetzt nicht Meister werden sollten, für mich der Keeper der Saison, was der alles rausgeholt hat für uns. International, national. Das ist wirklich krass. Und auch für ihn, das würde mich freuen, wenn wir uns heute mit der Meisterschaft krönen würden. Jetzt ist erstmal Halbzeit, wir können einmal durchpusten, einmal das Trikot wechseln, einmal noch die Sinne schärfen. Und dann geht's gleich rein in die letzte Halbzeit in dieser Saison. Wir sind die bessere Mannschaft, haben zwar wenig Ballbesitz, aber das juckt nicht. Also mich zumindest nicht. Weil entscheidend ist das Ergebnis. Und da führen wir mit 1:0. Und hätten Stand jetzt die Hände an der Schale. Mit dem 2:0 natürlich ein bisschen beruhigender. Aber vielleicht schießen wir das ja sogar noch. Ja, die Wolfsburger stellen die Passwege gut zu. Der Cut mit Rice. Cobain Kusiasare bietet sich immer wieder an als Wandspieler. Und jetzt muss Mensah durchlaufen. Ah, schlecht gespielt. Ich wollte den eigentlich flach spielen. Und jetzt Kusiasare! Mit dem vielleicht entscheidenden 2:0. Und wie er das macht. Mit der Hacke. In einer Saison, wo wirklich alles klappt. Vieles klappt. Anders ging es aber auch nicht. Also irgendeinen Trick mussten wir da auspacken. Und es ist der Hackentrick geworden. Und wie gesagt, es soll einfach so sein, wenn so ein Ball schon reingeht, das muss einfach funktionieren. Und jetzt können wir eigentlich genießen. Also wenn die Wolfsburger so weiterspielen, uns den roten Teppich ausrollen, dann können wir eigentlich so weiterspielen. Wir können schon mal ein bisschen zurückblicken. Also wie gesagt, nochmal, ich habe das im letzten Part auch schon gesagt, es waren super geniale 4 Saisons hier mit dem MSV Duisburg. Jedes Jahr aufgestiegen, dann einmal die Klasse gesichert, in die Champions League eingezogen, Vizemeister geworden, Meisterschaft. Also quasi alles erreicht. Gut. Die paar anderen Titel, die müssen wir uns dann auch noch irgendwann holen. Die Bayern führen 2:0 durch Olise. Also ihr seht, die Bayern hätten ihre Hausaufgaben gemacht. Und noch ist ja hier auch nicht Schluss. Ne? Wir können ja auch noch diesen Vorsprung hier verspielen. Was immer die KI auch vorhat. Aber so wie Wolfsburg jetzt spielt, so schlecht. Auch offensiv geht da gar nichts zusammen. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir das hier heute nicht hinkriegen. Und das ist dann auch ein perfekter Abschluss. Rundum perfekt wäre es natürlich, wenn wir die Champions League auch noch gewinnen gegen Barca. Das würde dem Ganzen natürlich die Krone aufsetzen. Aber das Hauptziel war wirklich Meister zu werden. Und es sieht so aus, als sollten wir das schaffen in der Saison. Und dann bereiten wir uns vor auf FC 27. Dann geht ja auch die neue Bundesliga-Saison, denke ich, bald los, wenn das Video hier draußen ist. Deswegen werde ich dann vielleicht erstmal eine kleine Pause einlegen. Wenn dann die Kicktipp-Videos wieder losgehen, dann gibt es auch wieder Bundesliga-Vorschau. Aber eine neue Saison, das werde ich jetzt nicht nochmal beginnen, weil das werde ich von der Zeit her nicht schaffen. Road to Glory, Sprint to Glory werde ich wahrscheinlich nicht machen. Vielleicht werde ich dann das ein oder andere Mal öfter Livestreamen auf Twitch, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken. Aber ich glaube, jetzt nochmal eine Karriere zu starten, so auf schnell, glaube ich, das würde keinen Sinn machen. Da reicht dann die Zeit auch, glaube ich, nicht. Ne? Den August, September ist ja bald schon soweit. Also ich glaube, da gönne ich mir dann auch mal ein bisschen Ruhe. Ich habe ja sonst das Ganze hier über lange durchgezogen und durchgeackert. Aber was hat Pfeiffer vor? Warum nicht? Wenn den keiner angreift, dann macht er das.
Kriegt er den Ball geflankt? Ja, super. Oh, was macht Kusiasare denn? Warum kriegt er den nicht? An den Mann. Das probieren wir gleich nochmal hier mit Pfeiffer. Ah, der nach vorne läuft. Der aber da die Lücke lässt. Achtung, und die Wolfsburger kommt über Konstant. Über Kaminski, Ott über die Außen, Arnold. Oh, es müsste Abseits sein, oder? Ja, ist Abseits. Die Uhr läuft. Die Uhr läuft für uns. Der Sekt darf schon mal aus dem Kühlschrank geholt werden. Die Schale darf schon mal beschriftet werden mit Meidericher SV. Das wird, glaube ich, nicht mehr schief gehen. Lennart Kahl auch so eine Stütze geworden, auch mit seinen jungen Jahren. Schöne Flanke. Auch der verbessert sich natürlich noch. Auch der hat natürlich noch so viel Potenzial. Rice auch, der Cut. Also auf den bin ich auch in echt bei Hoffenheim gespannt, was der für eine Rolle schon spielen wird. Ja, und ihr seht, die Wolfsburger, die greifen jetzt auch nicht mehr an. Denen ist das jetzt auch mehr oder weniger egal. Also streift euch die Meistershirts schon mal über. Das wären jetzt nochmal 13, 14 Minuten zum Genießen. Zum Genießen von einer wirklich überragenden, historischen Saison. Wir haben ganze 2 Spiele, glaube ich, verloren. Stand jetzt 2 oder 3 Spiele. Viele Spiele auch unentschieden gespielt. Aber die entscheidenden Duelle... Oh, Achtung, Amura, jetzt müssen wir doch nochmal gucken. Braune mit einer Parade. Die entscheidenden Spiele, die haben wir wirklich für uns dann auch entschieden. Gegen Dortmund, gegen Leipzig, gegen Bayern nicht verloren. Wir haben in München gewonnen. Wir haben Rückstände gedreht, gerade gegen Heidenheim. Überlegt euch mal, das hätten wir verloren. Also es sollte so sein. Es sprach wirklich vieles für uns in der Saison. Und wir haben es dann am Ende wirklich gut hinbekommen. Und ihr seht, Braune, ein ums andere Mal, sensationeller Spieler. Sensationeller Keeper. So, Arnold halt Saisonschluss. Wimmer kommt nochmal rein. Und dann sind es jetzt noch 5 Minuten, die wir hier genießen. Die wir vielleicht nochmal nutzen, um einen Angriff zu starten. Von der Hitz vielleicht nimmt Lennart Kahl mit. Da geht er alleine, wenn ihn keiner angreift. Die AKT kommt nicht ran. Dann macht Lennart Kahl das alleine. Und Kusiasare bringt's zu Ende. Der neue deutsche Meister. Der Meidericher SV. Der MSV Duisburg. Die Zebras. Ein Galoppieren zur Meisterschaft. Und das letzte Tor gebührt natürlich Kusiasare. Und dann auch noch mit einem No-Look-Tor. Reingeschweißt in den Winkel. Unter die Latte. Alles völlig egal. Es darf gefeiert werden. Ein paar Tage, dann wird sich vorbereitet auf Barcelona. Und es war wirklich eine super schöne Saison. Im Pokal leider ausgeschieden. Das wäre dann auch nochmal die Krönung, wenn wir das Triple geholt hätten. Aber okay. Es sei zu verkraften. Wir holen die Schale, wir holen den Titel. Auf nationaler Ebene. Rahmt euch das ein. Ins Museum. Jetzt gucken wir mal, dass wir das Ganze zu 0, natürlich zu 0 zu Ende bringen. Braune hält den allerletzten Ball der Saison und dann ist es endlich offiziell. Der MSV Duisburg ist deutscher Meister und holt die Schale. Der Doppelpack von Kusiasare, Rice nach 9 Minuten mit dem Dosenöffner. Und jetzt darf gefeiert werden. Ich würde auch die Schleusen öffnen, sollen auch die Fans aufs Feld laufen. Fotos werden gemacht, Erinnerungsfotos werden geschossen. Und der MSV Duisburg mit dieser entwicklungsfähigen Truppe, wie gesagt, die können sich alle noch entwickeln. Gut, bis auf Avasirm, der würde dabei helfen, aber ansonsten Mensah, Kahl, Rice, Corbane, Kusiasare, Mensah und wie sie nicht alle heißen. Jetzt wollen wir das aber auch sehen, hallo? Was ist mit der Kameraführung los? Da, das wollen wir doch sehen. Deutscher Fußballmeister, der MSV Duisburg. Und der Vater, der Älteste mit in der Truppe, darf diese Schale in die Höhe stemmen. Also, deutscher Meister, der MSV Duisburg. Wir haben Historisches geschaffen. Gratulation am Ende einer historischen Saison. Auch wenn es immer wieder die gleichen Szenen sind, ist immer wieder schön. Vielleicht gibt es ja zur FC 27 ein paar andere Szenen, ein paar andere Jubelfeierlichkeiten. Guck mal, selbst die Schiedsrichter. Ist auch schade, dass wir in Wolfsburg Meister werden, ne? Aber egal. Ich sage das deswegen, weil nicht so viele Auswärtsfans mit dabei sein dürften, aber da wären auch in echt Zehntausende mit dabei, das glaubst du aber. Also, wir haben es geschafft.
Den ersten Titel der Saison haben wir. Und jetzt wartet auch noch ein kleines Finale in der Champions League gegen den FC Barcelona. Aber dieser Club, diese Spieler, die haben Historisches geschaffen, zumindest die Ingame. Und hat die deutsche Meisterschaft, die deutsche Meisterschale nach Duisburg geholt. Ein letztes Erinnerungsfoto und dann gehen wir rein ins Menü. Wir haben es geschafft. Die Bayern gewinnen auch mit 2:0. Leverkusen gewinnt gegen Darmstadt. Heidenheim und Union, die haben ja auch gegeneinander gespielt. Das gucken wir uns dann aber alles nach dem Champions-League-Finale an. Wir haben jetzt nochmal 2 Wochen, dann kann die Relegation auch durchlaufen. Jetzt gibt es nochmal die Meisterschaft. Spieler der Saison. Ja, ich würde vermuten Kussi Asare. Oder Mensah. Ich glaube Kussi Asare, oder? Wer ist es? Nein, wer ist es? Amura? Amura ist Spieler der Saison, das ist Schiebung. Das ist ja ein Scam. Warum ist der Spieler der Saison? Hallo, ich bin Meister geworden, was soll das? Abgelehnt. Warum ist denn Mohamed Amura Spieler der Saison? The Bundesliga Player of the Tournament has been announced as Wolfsburgs Amura. Viele Schriftzeichen. Das war super. Glückwunsch zu diesem Award. Was für eine Saison. Ha! France, Eloy und Alisson. Ihr habt Blut an den Händen. Warum ist denn Amura Spieler der Saison? Verstehe ich nicht. Egal. Liverpool gewinnt die Europa League? Nein, das wollte ich eigentlich ablehnen hier. Das ist ja auch ein Ding. Spulen wir vor. Ja, Atletico hat 4-3 gegen Barca gewonnen. Wahrscheinlich war das die Entscheidung um die Meisterschaft. Gladbach hat die Conference League gewonnen. Ja, geil. Also ein Team aus dem Pott oder aus dem Westen hat schon mal einen Titel geholt. Jetzt dürfte der MSV Duisburg gerne nachziehen. Ach du Scheiße. Oh, was kommt da auf uns zu? Lamine Yamal, Fermin Lopez, Dani Olmo, Lautaro Martinez, Frankie de Jong, Pedri, Schlotterbeck, Vuskovic, Gerard Martin, Juan Garcia, dazu noch Girassi auf der Bank. Also ich glaube, das Beste, was bei Barca rumlaufen kann, ist auf dem Platz. So, die ganzen anderen Tabellen lassen wir nochmal außer Acht. Das werden wir dann im nächsten Part nochmal alles durchschauen. Wer aufgestiegen ist, abgestiegen ist, Relegation und so weiter und so fort. Ich bedanke mich bei euch. Die Saison ist vorbei, zumindest in der Bundesliga. Wir haben noch ein Champions League Finale, ein Spiel. Lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Smash den Abo-Button kostenlos unter dem Video und dann sehen wir uns wieder zum allerletzten Spiel gegen Barca. Wir werden zurückschauen auf die anderen Ligen und dann machen wir nochmal einen rundum Abschluss und dann war's das mit FC 26. Macht's gut, bis zum letzten Part.